Liebe Freunde, künstliche Flageolets sind solche, die keine Teiltöne von leeren Saiten sind, sondern von gegriffenen Tönen. Auf diese Weise kann ich noch viel mehr Flageolettöne von entsprechender klanglicher Wirkung erzeugen, als es eigentlich auf dem Cello gibt. Ich kann sogar Vibrato auf den Tönen machen. Oder Glissandi. Wie funktioniert das nun? Wenn ich mit einem möglichst unteren Finger der linken Hand, üblicherweise mit dem Daumen oder dem ersten Finger, einen Ton auf einer Seite greife, verkürze ich die Saite ja. Mache aus der A-Saite zum Beispiel eine S-Saite. Diese quasi S-Saite hat ihrerseits natürlich auch ihre Flageolettöne, die ich mit einem anderen Finger der linken Hand erzeugen kann. Der erste Finger oder Daumen greift also fest, ein höherer Finger berührt die Saite darüber. Nun ist unsere linke Hand natürlich nicht so groß, dass ich alle Flageolettöne erreichen kann. Zum Beispiel ist ein Oktavflageolet so völlig unmöglich. Das Quintflageolet schon eher. Es ist das weiteste, was möglich ist. Der Daumen greift den Grundton, also in diesem Falle S. Der dritte Finger im Weitgriff oder der vierte Finger berührt die Saite zart, aber präzise an der Stelle, an der die Quinte über dem S, also das B, gegriffen würde. Es erklingt, diese Quinte, allerdings eine Oktave höher. Doch in den unteren Lagen der Saite ist es für die linke Hand ebenfalls fast unmöglich, ein solches Quintflageolet zu greifen. Der nötige Abstand der Finger ist sehr groß. Am häufigsten findet das Quartflageolet Verwendung. Der Daumen greift wieder den Grundton, der dritte Finger berührt die Saite eine Quarte darüber. Dies ist in allen Lagen sehr gut ausführbar und für uns Cellisten deswegen sehr praktisch, weil wir, so hoffe ich ihr auch, regelmäßig Oktaven üben und der Abstand zwischen Daumen und drittem Finger genau dem entspricht. Nur eben jetzt bei den künstlichen Flageolets auf nur einer Seite. Es erklingt übrigens jeweils der Ton, der vom Daumen gegriffen wird, allerdings 2 Oktaven höher. Daneben gibt es noch große Terzflageolets. Hier würde der zweite Finger die Saite eine große Terz oberhalb des Daumens berühren. Es erklingt genau diese Terz, aber 2 Oktaven höher. Und seltener kleine Terzflageolets, ebenso mit dem zweiten Finger, wobei hier die Quinte über dem Daumen erklingt, aber ebenfalls 2 Oktaven höher. Für diese künstlichen Flageolets ist es nun ganz wichtig, dass ihr mit dem Bogen nahe am Steg streicht und möglichst viele Bogenhaare verwendet, damit der Ton ganz klar anspricht. Zum Üben schlage ich Folgendes vor. Spielt doch mal eine Tonleiter in Oktav-Doppelgriffen, damit ihr euch noch einmal daran erinnert, wie die Hand nach oben hin enger werden muss. Danach üben wir eine Tonleiter in Quartflageolets. Zunächst auf der A-Seite, denn hier sprechen die Töne leichter an und der Daumen braucht noch nicht so viel Kraft, um die Saite auf das Griffbrett zu drücken. Versucht den dritten Finger möglichst rund aufzusetzen, also so, dass zwischen Daumen und Finger ein schönes, rundes Loch ist. Die Fingerkuppe sollte nur sehr zart die Saite berühren, dafür sehr präzise positioniert werden.
Ich würde nicht unbedingt gleich am Anfang schon die ganze Tonleiter üben oder gar bis ans Griffbrettende gehen, sondern abschnittsweise vorgehen. Und bitte macht immer wieder Pausen zwischendurch. Schließlich ist das ziemlich anstrengend. Nicht zu viel an einem Tag, die Regelmäßigkeit ist entscheidend. Wir müssen lernen, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass der Daumen kräftig, aber eben auch nicht zu kräftig, die Saite herunterdrückt, indem wir das Gewicht des linken Arms nutzen, der berührende Finger jedoch beweglich und feinfühlend bleibt. Später übt ihr dann mal eine Großterzflageolet-Tonleiter oder eine Kleinterzflageolet-Tonleiter. Hier müsste der Bogen etwas langsamer streichen. Alles noch auf der A-Seite, bis es immer selbstverständlicher wird. Und irgendwann probiert ihr mal die anderen Seiten aus. Noch kurz zur Notation. Üblicherweise wird der vom Daumen oder ersten Finger festgegriffene Ton mit einem normalen Notenkopf notiert. Ein rautenförmiger weißer Notenkopf zeigt die Stelle an welcher der Flageoletfinger die Saite berührt. Um nochmals zu verdeutlichen, dass wirklich ein Flageolet gewollt ist, wird manchmal darüber zusätzlich noch ein kleiner Kreis gesetzt. Und manchmal schreiben Komponisten die klingende Tonhöhe auch noch hin, wie zum Beispiel Bernd Alois Zimmermann im letzten seiner 4 kurzen Studien. Der letzte Klang sind 2 künstliche Flageolets als Doppelgriff. Der Daumen greift Ass und S auf der D- und A-Seite. Darüber kommt nun ein Quartflageolet auf der D-Seite mit dem dritten Finger sowie ein Großterzflageolet auf der A-Seite. Es klingt ein hohes Ass und ein noch höheres G. Probiert mal, ob ihr das hinbekommt. Viel Spaß dabei!